Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir bekommen ja von euch wirklich sehr viele Lader zugeschickt, meistens genau so, wie sie aus dem Fahrzeug ausgebaut werden. Der ein oder andere Kunde möchte aber vorher in seinen Lader reinschauen und was dann ankommt, sieht unter Umständen so aus. Das werde ich euch jetzt mal genau erklären. Hier haben wir schon den zerlegten G-Lader. Die Einlasshälfte sieht ja soweit noch ganz gut aus. Dann haben wir hier den Verdränger. Der ist auf der Grundplatte extrem eingelaufen. Hier an der einen Spiralwand haben wir auch noch ein bisschen Korrosion. Auf der anderen Seite sieht der Verdränger soweit eigentlich noch ganz gut aus. Die Auslasshälfte, die hat der Kunde leider letztendlich selbst zerstört. Und zwar, man sieht es hier, in dem Bereich sind die Dichtleistenführungen gebrochen. Und da ist die zugehörige Dichtleiste. Und zwar die Dichtleiste war einfach falsch eingelegt, beziehungsweise ist wohl beim Zusammenbau rausgerutscht. Ja, das Ganze ist jetzt echt ärgerlich, weil jetzt ist nur noch die Einlasshälfte ganz, die Auslasshälfte ist ja dermaßen beschädigt, das lohnt sich auch mit Aufschweißen einfach nicht mehr, weil da die Dichtleistenführung über lange Strecken defekt ist. Wenn ihr euren Lader also wieder zusammenbaut und uns zuschicken wollt, könnt ihr die Dichtleisten ganz einfach rausnehmen, dann kann das nicht passieren, oder entsprechend aufpassen, dass die Dichtleisten drin bleiben. Ich hoffe, dem einen oder anderen wird es helfen.